Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Horror-Game. Zu Kholat, so habe ich jetzt gespannt. Das ist sehr laut, ne? Vielleicht kommt bei euch die Lautstärke gar nicht so an. Ah, ist egal. Willkommen zu Kholat. Der eine oder andere, der wird das Spiel kennen, von 2015. 4 bis 6 Stunden soll man dabei sein. Neues Spiel wird gestartet. Fortschritt. Ja, ich habe das früher, also ich habe das glaube ich schon von 2016 oder so. Keine Ahnung, habt ihr mir das früher mal geholt, aber nie irgendwie zu Ende gespielt gehabt. Und jetzt nutze ich die Let's Plays, um das einfach mal 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Akt 1. So, das wird von euch bestimmt schon jemand gehört haben. Rätselhafte Begebenheiten am Djatlo-Pass. Ist auch eine wahre Begebenheit. Ziemlich interessant, wie ich finde. Ja. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Ich glaube, ich hatte Angst. Aber ich habe nämlich gerade jetzt, ich habe mich informiert, in Spielstunden, und habe ich halt gesehen, naja, mit 3 von 5 Sternen und 65% Bewertung ist das jetzt nicht das beste Spiel. Und habe ich mal kurz reingeguckt und so Reviews. Naja, gruselig wäre es jetzt, nee, also von
denkt erstmal, jo, schöne Atmosphäre und es wird auch gruselig, aber ich habe mich nur mal kurz reingelesen und naja, im Endeffekt steht dann halt einfach flüchten und so. Hier kommen wir wieder zurück. Na gut, vielleicht in diese Richtung. Und gruselig nicht, aber so halt Verfolgung und so. Ich finde jetzt, es geht jetzt bestimmt an alle Leute, die jetzt zum Beispiel Resident Evil, was weiß ich, mögen, so, ja, es sind tolle Spiele, schaue ich gern rein, ja, aber ich persönlich finde atmosphärische Horror besser. Also, gruselig, wo man jetzt irgendwie, also, wo man erschrickt halt, Jumpscares gehören halt dazu. Viele mögen das ja jetzt nicht unbedingt, ne? Ich meine, wenn man das übertrieben oft einsetzt, ist das auch schlecht. Auf jeden Fall. Ich rede von guten atmosphärischen Horror. Ja. Und also wenn ich jetzt hier Monster erschießen müsste, dann eben immer wieder und immer wieder. Das weiß ich nicht. Das ist nicht gruselig und es ist auch, naja, das ist eher ein Shooter. Nur mit ekelhaften Monstern. So. Jetzt kommen komische Geräusche. Als mehr betrachte ich solche. Na gut, Resident Evil, muss ich sagen, hat viel von allem. Oh. Jetzt langsam die Bäume kaputt. Aber ich denke mal, genug Einstieg. Jetzt werden wir uns mal um der Atmosphärik in dieses Spiel kümmern. Are you coming to me? Tunnel. Gruselig. Jetzt sind wir schon wieder dort. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Was ist das denn? Erzählt. Von den Überlebenden. Hoffe ich, dass sie überlebt haben. Drücken E. Behind you. Ein Kompass. Achso. Akt 2. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Bin ich hier. Auf einmal ist hier Zeug um mich rum. War ich nicht in einer Wüste vorher? In einer Schneewüste? Fußspuren.
Rakete. Ist das eine Rakete? Nee, das ist ein Wanderstab. Oh. Hä, wo sind die Spuren hin? Schier. Ist irgendwas Rotes? Ach, vielleicht so ein... Ach, wie nennt man das? Raffinerie. Oh. Oh, hier ist ein Meteorit abgestürzt. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Also, so mysteriös wie die Vorfälle. Was passiert hier? Ich kann zaubern. Aua! Hä? Du bist tot? Abhauen? Schnell abbauen hier. Ich renn dahinter. Hilfe! Jetzt kommt jemand hinter mir her, oder? Rennt woanders hin. Ich renn trotzdem hier lang. Ansonsten weiß ich ja, wo der hingerannt ist. Der kommt doch hinter mir her. Hilfe! Ein Geist! Kann ich wieder. Komm, los jetzt. Wir müssen verschwinden. Hier passieren Dinge. Jetzt bin ich hier abgehauen? Ja. Und vielleicht doch nicht so richtig. Doch hinter mir her dieser Geisterwolf, ne? Nee, komm ich nicht. Sackgasse. Kann ich ja runterfliegen und sterben? Ich glaube, da komme ich weiter. Ich glaube, hier geht auch ein Weg weiter. So aus. Mal schauen, was es hier gibt. War schon irgendwie merkwürdig. Da ist erstmal so ein Typ.
sich erstmal tötet. Da dort irgendwie Alien wahrscheinlich, keine Ahnung, vom Himmel kommt. Hä? Wir sind einfach im Park rumgerannt. Okay. Wo sind der eigentlich hingerannt? In diese Richtung? Na gut. Wir können erstmal hier gucken. Wenn ich jetzt wieder sterbe, dann weiß ich, dass ich irgendwie abhaue erstmal, dann dem hinterher. Okay. Nö, okay, schon. Bin ich das? Vielleicht müssen wir einfach... in diese Richtung. Jetzt sind wir schnell fertig. Na gut, in der Realität bin ich noch schneller fertig. Komme ich hier lang? Vielleicht hätte ich doch in diese eine Richtung gehen sollen. Die hier so lang geht. Naja, egal. Aber hier geht's auch weiter. Cool. Ah, das ist ein offenes Gebiet und du weißt halt einfach nicht, was sollst du machen? Naja. Genau hier ist der, glaube ich, lang. Oder hier. Bin ich ja überzeugt auf jeden Fall. Da komme ich sowieso nie weiter. Also hätte ich gar nicht abbiegen brauchen. Oh Mann, oh Mann. Ich hätte einfach wahrscheinlich den Weg dahinter folgen sollen, warum auch immer. Niemand sagt mir, dass ich das machen soll. Niemand sagt mir überhaupt, was ich irgendwie machen soll. Ich mach's einfach, weil es eine der möglichen Lösungen sein könnte. Hier ist eine Brücke. Gehe ich mal drüber. Hier geht es auf jeden Fall sehr weit runter. Koordinaten. Ich sehe nichts. Meine Sicht ist... Oh nein. Also ich kann mich ja rein theoretisch gar nicht festhalten. Also ich habe hier irgendwas entdeckt und gefunden. Also Mist, einfach nur Mist. Was ist das? Lagerfeuer. Okay. Und jetzt? Oh Mann. Jetzt irre ich mich hier rum. Ist auch wieder zu Ende. Was soll denn das? Macht großartig auch was. Soll ich mal zurückgehen? Ich gehe nochmal zurück, weil ich nicht mehr so. Okay. Oh! Unsichtbare Wand ist halt da auch.
Was war das gerade? War das jetzt ein Computerproblem? Prozessor sagt 53 Grad, nö. Meine Kabelkarte ist sowieso nie im Kritischen. Oh, ich hoffe mal. Ja gut, Aufnahme geht. Gut. Ich kenn mich. Es ist Vollmond. Also hier ist irgendwas passiert. Das sind irgendwelche Schriftzeichen, die eher nach indianischer Kultur, an indianische Kultur erinnern. Komme ich hier irgendwie auf den Berg? Wo muss ich ja hin, ne? Hier habe ich begonnen. Wie schnell ist denn der? Kaputt? Ich meine, wir sind hier nicht in der Realität. Wir sind hier in einem Spiel und da könnte rein theoretisch